Krone steht bekanntlich für Qualität bis ins Detail. Also verbauen wir in unseren Fahrgestellen und Aufbauten nicht nur verzinkte Bauteile und Bleche, nein, obendrein tauchen wir noch das fertig geschweißte Chassis in ein KTL-Bad. Vorab Titan aktiviert, hinterher Zirkon passiviert. Und als Sahnehäubchen obendrauf gibt es am Schluss noch die zugleich attraktive und schützende Pulverlackierung. Und so sehen die fertig verzinkten Stahlcoils aus denen wir zum Beispiel in unserem Werk Herzlake Stahlglattwandkoffer herstellen. Dabei durchlaufen sie eine Metamorphose. Sie werden geschnitten, sie werden gestanzt, gebogen, geklinscht und geschweißt. Aber unser heutiger Beitrag soll uns primär zeigen, wie das Zink auf das Stahlband gelangt. Und das dürfen wir uns freundlicherweise in der hochmodernen Feuerbeschichtungsanlage von ThyssenKrupp in Dortmund ansehen. Die sogenannte FBA-10 ist mit 65 Metern ungefähr so hoch wie das Dortmunder U. Und in dieser Anlage werden pro Jahr unglaubliche 550.000 Tonnen Band verzinkt. Dazu wird das Band zunächst eingefädelt, an der Laserschweißmaschine zu einem Endlosband verbunden, anschließend gereinigt, um dann in dem 27 Meter hohen Glühofen bei 800 bis 900 Grad Celsius das passende Stahlgefüge für die gewünschte Festigkeit zu erhalten. Und nun zum Herzstück der Anlage, der eigentlichen Feuerverzinkung. Hier wird das Stahlband mit einer Geschwindigkeit bis zu 180 Metern pro Minute, also 3 Meter pro Sekunde, in das ca. 500 Grad Celsius heiße Zinkbad geführt, verbleibt dort aber nur eine knappe Sekunde. Und um eine immer gleich dicke, ca. 15 mm dicke Zinkschicht erzeugen zu können, wird das überflüssige Zink mittels Luft oder Stickstoff entfernt. Die etwas dickeren, ca. 1 bis 1,5 mm starken Bleche gehen dann direkt ins Werk Herzlake und die lediglich 0,6 mm messende Stahldeckschicht für den Krone Q-Liner geht nach dem Verzinken noch zur Kunststoffbeschichtung und/oder Lackierung.